Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut, ehrlich. Krass. War 2017, ne? Ja. Stand ich mit dem Kreuzbandriss da oben, weiß ich noch. Ich glaube, jedes einzelne Bild hat natürlich eine Geschichte zu erzählen. So richtig, glaube ich, realisiert man es tatsächlich noch nicht. Aber ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass ich ja, solche Bilder hinterlassen konnte. Am Ende war es ein Derby zu Hause. Wir haben halt gesagt, okay, sollen wir irgendwas machen? Hat er gesagt, so ja, komm, lass Batman und Robin machen. Ich so, geil, hast du Masken? Hat er gesagt, Bruder, ich habe so viele Masken zu Hause. Mach dir keine Sorgen. Hat er wirklich so gesagt. Auf Deutsch sogar, auf Deutsch. Und dann kam er am nächsten Tag, am Freitag beim Abschlusstraining, weil wir dann ins Hotel gegangen sind, und hat er gesagt, guck mal, das wären die Masken. Dann haben wir sie irgendwo aufgesetzt, hat gepasst. Und dann hat er gesagt, okay, erste Halbzeit tue ich die da ein, zweite Halbzeit auf die Süd dann. Hat Massimo, glaube ich, hat die dann noch quasi versteckt. Dann hat er das Tor gemacht und dann war ein geiles Bild, muss ich sagen, richtig geil. Das sind alles Highlights von dir. Alles bestimmte Highlights, die wir rausgesucht haben. Kannst du die zuordnen? Ja, das linke war Stuttgart. Habe ich meinen vielleicht ersten Hattrick gemacht, könnte sein. Also ganz kurz sage ich dazu, es war nicht dein erster. Der erste Hattrick ist da oben, wo du den Ball gegen geholt hast. Frankfurt, ja, okay. Aber auswärts, dann aus dem 0-2, 3-2 gemacht. Daneben müsste sein Leipzig zu Hause. Zorc egalisiert. Zorc, ja. Manchester City 2013. Berlin 90. plus, keine Ahnung, plus 3. Deutschland Fußballer des Jahres 2019.
Madrid mit Mario. Und mein erstes Pflichtspiel eigentlich für Dortmund, Oberneuland, war das Oberneuland? Top. Und Gladbach zu Hause, ich glaube 5 oder 6 Torbeteiligung, 5, okay. Ja. Und in der Mitte? Und in der Mitte mein erstes Mal, glaube ich, als Kapitän. Pokalspiel, erste Runde in Stuttgart. Stuttgarter Kickers. Top? Wie geil, ey. Wow, 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 wow. Verlässt mit dir einer der größten und hinterlistigsten Drecksäcke beim Ja. Jubeln im BVB? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gehe ich auf jeden Fall in die Geschichtsbücher ein. Weil es mir einfach Spaß macht. Also ich freue mich mehr, wenn andere ein Tor schießen, als wenn ich ein Tor schieße. Und ich freue mich dann einfach, wenn wir dann alle zusammenkommen und wenn ich dann irgendeinen erwische, der mir in dem Moment, wo ich mir dann denke, okay, da könnte ich jetzt irgendwas machen, dann mache ich das einfach instinktiv. Und Karim ist auf jeden Fall einer der Menschen, bei denen ich das sehr, sehr gerne mache, weil er dann in der Situation oder in den Situationen geile Gesichtsausdrücke hat. Und ich mich einfach für meine Mitspieler und meine Freunde dann einfach freue. Und ja, es gab schon einige Klatscher, glaube ich, auch gegen die Backe, die bei uns getätigt worden sind nach Toren. Ja klar, Malaga, ne? Malaga. Wer ist denn das? Ah, Felipe Santana. Ja, klar. Klar. Den Jubel oben rechts, weißt du wann, ne? Müsste das meine Vertragsverlängerung gewesen sein? Ja. Das war einfach eine Ehre, weil wenn du mal durchgehst, es haben so geile Typen, so geile Namen diese Binde für diesen Verein getragen. Und das macht einen einfach stolz und es ist wirklich eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Gott, mit Ohrringen. Ei, 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 ei. Das müsste 2015 gewesen sein, ne? 2015. Wir waren damals wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir waren letzter, alles war sehr, sehr negativ. Aber trotzdem hat mich in der Phase, auch wegen Jürgen natürlich, diese Ruhe einfach fasziniert, die trotzdem im Club irgendwie herrscht. Also es ist keiner verrückt geworden. Ich erinnere mich noch, wir hatten Weihnachtsfeier gehabt nach dem letzten Spiel. Ich glaube, wir haben in Bremen verloren. Und dann kam ich auch später dazu, weil ich verletzt war. Und dann bin ich auf Toilette gegangen, da kam Jürgen hinterher und dann standen wir quasi nebeneinander und er sagte, jetzt unterschreib den scheiß Vertrag. Das war irgendwie war das immer Familie, würde ich sagen. Familie, dieses Gefühl zu haben, gebraucht zu werden an einem Ort, wo du alles hast. Also warum was verändern wollen, warum was anderes machen, wenn man sich auch einfach glücklich schätzen kann, das zu haben,
was du vor Augen hast. Waren auf jeden Fall Entscheidungen fürs Leben, ja, kann man so sagen. Die Geburt meiner Kleinen hat irgendwie gerade dann reingepasst. Also es war dann irgendwie so, okay, es passt gerade wunderschön rein. Ich habe immer geträumt, in diesem Stadion spielen zu dürfen. Habe immer geträumt, eines Tages als Vater mit der Kleinen ins Stadion einzulaufen, das Gefühl einfach zu haben. Und dementsprechend malt man sich dann natürlich ein paar Bilder aus. Ob sie dann so kommen, das weiß man natürlich nicht. Aber ich hatte es gehofft und so ist es auch eingetreten. Von daher war es einfach nicht der Zeitpunkt zu sagen, ich möchte jetzt was anderes machen, sondern eher, die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Wenn du 12 Jahre in diesem Club verbringst, als Kind eigentlich hier hinkommst, alles durchmachst, erwachsen wirst, eine Familie gründest, Spiele, Schlachten gewinnst oder verlierst, dann entwickelt sich natürlich was in dir selber. Dementsprechend ist es und war es und wird es auch immer mein Leben sein, dieser Club. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn du 20 warst, da war wirklich alles nur immer Fokus auf Fußball und nichts anderes. Und ich glaube, jeder weiß, wenn man Vater wird oder Mutter wird, dass dann sich einfach ein paar Dinge einfach verschieben, andere Blickwinkel einfach auf dich zukommen. Es ist einfach schön, wenn du nach Hause kommst und die erste Frage ist nicht, Papa, wie war dein Spiel, sondern einfach kommst du mit hoch ins Spielzimmer. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich habe hier angefangen und da war halt noch nichts mit der eigenen Familie. Und wenn man dann seine Kleine so heranwachsen sieht, und es war für wie viele auch immer, also als Fußballer natürlich immer ein Traum, dass die eigenen Kinder ihren Vater live spielen sehen. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr emotional ist. Und ja, es einfach nur Dankbarkeit verspürt man da, muss ich sagen. Also es ist schon Wahnsinn, ja. Ich habe das ja seit dem ersten Tag hier, seit meiner Kindheit immer gesagt, dass dieser Verein etwas ganz Besonderes für mich bedeutet. Bilder gemacht, irgendwie Justin Bieber Look, das war damals extrem, kannst du mal Mario fragen. So, und irgendwie weiß man natürlich auch, ey, du wirst irgendwann auch erwachsen und größer und veränderst dich. Geil, absolut geil. Das Bild da oben war auf jeden Fall mit Kevin Großkreuz. Ja, klar. Ja, klar.
Also das da oben mit der Gitarre, ne, das ist ja legendär. Also die steht heute noch im Keller leider, aber die habe ich nicht einmal benutzt. Also, Einmal fürs Instagram-Bild rausgeholt und ja, genau. Also ich habe die zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil ich sie mir gewünscht habe. Ich hatte immer den innerlichen Antrieb, okay, ich will eigentlich mal Gitarre lernen, aber ich habe es nie geschafft. Aber geil. wie hat sich denn der Fußballer Marco Reus in diesen 12 Jahren entwickelt? Oh Gott, er ist nicht mehr so schnell, wie er früher war, glaube ich. Aber er hat eine Menge an Erfahrung gewonnen, hat ja, sein Spiel natürlich auch im Laufe der Zeit natürlich auch ein bisschen verändert, was auch ganz normal ist. Und hat sich einfach versucht, wirklich tagtäglich weiter zu verbessern unter allen Widrigkeiten, unter neuen Trainern, unter neuen Spielern. Habe ich es aber immer wieder geschafft, wichtig auch für die Mannschaft zu sein, weil mir das einfach natürlich wichtig ist. Aber damals ist es immer relativ viel reininterpretiert worden. Ja, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, mit Vertragsverlängerung oder Wechsel. Und also es hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, muss ich wirklich sagen. Also es war einfach wirklich immer spontan und wollte da weder ein Zeichen setzen noch irgendwas anderes. Aber klar, wir kennen ja die Medien, die machen dann gerne mal eine tolle Geschichte draus. Ja, das war, glaube ich, ich glaube, das war wirklich, muss ich wirklich sagen, Top 3 Momente. Da nochmal auf der Süd zu stehen, brutal, brutal. Schön. Früher habe ich immer gedacht, es ist ein bisschen beängstigend, da zu stehen und hätte mich auch damals wahrscheinlich gar nicht getraut, selbst wenn ich gefragt worden wäre, so jetzt als Spieler. Aber so in den letzten Wochen und Monaten war es eigentlich immer schon so ein Wunsch dann auch von mir, zu sagen, ey, noch einmal vielleicht auf der Süd zu stehen. Danke für deinen Einsatz, deine Loyalität und deine Treue. Was sagst du zu diesen Worten von den Fans? Spiegelt so ein bisschen mein Wesen wieder, mein Charakter einfach wieder, würde ich sagen, diese 3 Wörter. Weil es mir immer wichtig ist oder immer wichtig war und sein wird, diese Attribute weiterzugeben, egal ob es an Mitspielern ist, ob es familiär ist, sich natürlich auch immer treu zu bleiben. Natürlich gehören Veränderungen im Leben, glaube ich, schon dazu. Manchmal sind sie auch unumgänglich, aber ja, es war immer einfach das Gefühl gehabt, das ist hier der richtige Ort. Habe immer gesagt, das im Stadion ist mein Wohnzimmer. Und von daher, wir wissen, wie mächtig unsere Jungs im Stadion sind und generell auf der Welt. Von daher ist das sehr, sehr schön von ihnen zu hören. Ja. Und du hast dann ihnen gesagt, ihr seid der Grund, warum ich tagtäglich zum Training gefahren bin. Ist so ein bisschen wie eine Droge, würde ich sagen. Also wenn du einmal in diesem Stadion aufgelaufen bist und ja, diese Jubel hörst bei Toren, die Freude nach dem Spiel beim Sieg, ist einfach wie eine Droge, würde ich sagen. Und dementsprechend willst du es immer wieder bekommen, willst du es immer wieder das gleiche Gefühl wieder bekommen, weil wir hatten unfassbare magische Nächte in diesem Stadion und dementsprechend tut einem das natürlich weh, wenn man dann der Mannschaft nicht helfen kann, wenn man verletzt ist oder wie auch immer. Und dementsprechend war meine Aussage auch tatsächlich so gemeint und auch so gewählt. Also ich muss sagen, die Choreo war unfassbar. Unfassbar. Okay, das schaue ich mir gleich mal an. Ich gehe mal hier rum. Gehört auch zum Leben dazu, ne?
gibt nicht nur schöne Sachen, sondern es gibt auch unangenehme, negative Sachen, aber es gehört dazu. Verändert hat mich jetzt keine der Niederlagen oder das würde ich jetzt nicht sagen, aber sie prägen einen natürlich, ne? Also das sind Dinge, auf die du dich vorbereitest als Mensch, als Gruppe. Und wenn sie dann nicht so eintreten, wie du dir das wünschst, dann ist es natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht und du wünschst dir natürlich komplett das Gegenteil, mehr das, was du natürlich geträumt hast. Das sind halt nicht die richtig schwierigen Momente im Leben, die wirklich schmerzhaft sind, sondern das gehört zum Teil des Fußballer-Daseins einfach dazu. Und das vielleicht zu verstehen und auch zu verarbeiten dann in dem Moment, weil ich weiß, dass es im Leben einfach schlimmere Dinge gibt, ohne sie wirklich erfahren zu haben. Aber ich meine, heutzutage bekommt man alles mit. Und sowas ja, erdet einen mehr, als wenn man natürlich nicht deutscher Meister wird. Natürlich nagt das und ich bin traurig darüber, dass es zum Beispiel letztes Jahr nicht geklappt hat. Aber es gab halt trotzdem in dieser Zeit wunderschöne Momente, die das vielleicht ein bisschen ausgleichen. Was war dein Antrieb? Wie hast du es geschafft, immer wieder nach jeder Verletzung, es war ja ein 1-2, noch stärker zurückzukommen? Einfach die Liebe zum Fußball. Also am Ende weiß ich das zu schätzen, was ich für einen Beruf habe, dass ich den ausüben darf, wovon ich mein Leben lang geträumt habe. Und natürlich brauchst du auch Unterstützung, du brauchst auch Qualität, das auch weiter immer umsetzen zu müssen. Sind einfach viele Komponente, aber am Ende ist es einfach so der Spaß am Fußball, der mich immer angetrieben hat, egal ob ich verletzt war oder nicht. Und das war mir einfach wichtig, weil wenn ich früher dann gemerkt hätte, die Verletzung nimmt mich jetzt irgendwie mehr mit, und natürlich war ich traurig und war auch eine Zeit lang irgendwie, ja, nicht depressiv, aber einfach traurig, dass ich mir nicht helfen kann, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann und wusste auch viele Zeit nicht, was ich mit mir anfangen sollte am Anfang der Verletzung. Aber ich habe es halt irgendwie immer geschafft, nach vorne zu blicken, aber auch aufgrund eines gesunden Umfelds einfach, die immer für einen da waren. Und das hilft dir einfach ungemein bei der Verarbeitung, was du durchmachst. Und dementsprechend war es einfach für mich dann immer so, dass ich gesagt habe, okay, es geht weiter, es gehört einfach zum Fußball dazu, du musst es akzeptieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach die Akzeptanz im Fußball, im Beruf, dass gewisse Dinge einfach so sind oder kommen, weil man einfach tagtäglich seine Knochen hinhält. Und das habe ich dann versucht umzusetzen und dementsprechend ja, war der Fokus aber weiterhin einfach Spaß am Fußball zu haben. Hakuna Matata. Ja, genau. Haben wir auch ein Foto gesehen. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Genau. Wie schwierig war das in solchen Phasen, sich Hakuna Matata zu sagen? Also es kam mit meiner Frau. Wir haben irgendwie beide so ein bisschen so dieses Lebensmotto, es gibt keine Sorgen. Was in der Vergangenheit passiert ist, bleibt in der Vergangenheit. Du musst dich auf die Gegenwart, auf die Zukunft konzentrieren. Und irgendwie war das dann so ein Motto, was mich dann auch in vielen Phasen natürlich bei Verletzungen, keine Ahnung, bei Krankheit oder was auch immer, woran man dann einfach auch denkt und sich wieder ins Gedächtnis ruft. Ja, so haben wir so ein bisschen angefangen danach zu leben, würde ich jetzt übertrieben gesagt, aber einfach ein passendes Sprichwort, was zu mir oder zu uns als Familie sehr, sehr gut passt. Scheiße, Alter. Geil, ey. Scheiße.
2 muss ich sagen, hatte ich wirklich eine geisteskranke Verbindung, also mit Mario einmal damals und mit Jayden. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, man sieht sich, man spielt auf dem Platz und man weiß irgendwie sofort, man wird sich auf dem Platz sehr, sehr gut verstehen, auch wenn ich jetzt mit Mario oder auch Jayden nicht so viele Tore aufgelegt habe, weil sie auch keine richtigen Stürmer waren oder sind. Aber ich würde sagen, so die beiden waren so, wo ich direkt das Gefühl hatte, das ist einfach ein Geben und Nehmen. Und da ist keiner sauer irgendwie, wenn der eine das Tor macht und nur den Assist hat oder umgekehrt. Das hat einfach gepasst. Dieses Bild passt auch wirklich, also das ist ja Wahnsinn, dieses Bild. Und das Bild war nicht nach dem Vorlag, das weiß man, wann das Bild entstanden ist? Köln zu Hause. Warum ich diesen Jubel gemacht habe, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Kein anderer Mitspieler hat dir so viel Tore aufgelegt wie Jayden, nämlich 13. Jayden ist jemand, den habe ich zum ersten Mal gesehen, also wo er dann zu uns gekommen ist. Natürlich ungefeilt und einfach ein Rohdiamant, wo ich aber schon von Anfang an gesehen habe, der hat eine unfassbare Qualität und das ist im richtigen Moment, wenn er den Ball hat, wenn er dribbelt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wann er einen Ball spielt und wann nicht. Und also manchmal im Training oder auch in Spielen, das ist einfach, man braucht keine Blicke, sage ich mal, um das zu verstehen, was gleich passiert zwischen uns, sondern es ist einfach, es passiert einfach. Das kann man gar nicht erklären und er hat diese Gabe einfach, in entscheidenden Momenten vorm Tor einfach das richtige Auge zu haben, das richtige Gespür zu haben, wann er sich vom Ball trennt, wann er die Aktion startet. Und ich habe es bei ihm relativ früh schon gemerkt. Dann einfach natürlich, dass man dann schon vielleicht ein bisschen was bewegt hat hier in diesem Verein. Aber wie gesagt, das macht einen unheimlich stolz, dass man so ein Feedback bekommt, so viel Liebe und Anerkennung und all diese Sachen von Menschen, mit denen man ja eigentlich gar nicht tagtäglich zu tun hat, sondern man sich eigentlich nur auf dem Platz begegnet. Und das ist einfach schön zu sehen. So, jetzt komme ich mal hier. Die Zahlen, die nackten Zahlen wollen wir sehen. Also ich bin Offensivspieler und ich schieße auch gerne Tore. Von daher bin ich auch schon stolz auf meine erzielten Tore für den Club. Ich habe es ja gerade schon gesagt, mir haben ja nur 7 gefehlt für den Adi. Aber für mich ist das auch völlig in Ordnung, dass er da weiter oben steht. Ich bin einfach froh, dass ich die Gelegenheit hatte, so oft auf dem Platz stehen zu dürfen und auch so oft mit den Fans zu feiern zu können und so viele Tore auch geschossen zu haben in vielen tollen, besonderen Spielen. Ist okay, oder? Zahlen sind in Ordnung, oder? Sag du es mir. Hä? Sag du es mir. Ja, wenn man vielleicht einberechnet, vielleicht die Hälfte der Spiele, die ich verpasst habe, verletzungsbedingt,
Kommt noch ein bisschen was oben drauf. Hätte ich den Adi auf jeden Fall eingeholt. Das ist schon so was, ja, was ich gerne noch geschafft hätte, muss ich sagen. Also das waren am Ende nur 7, glaube ich, oder 6. 7. Ah, das ist schon bitter, aber Adi ist noch mal was anderes. Von daher soll er da oben bleiben. Alles gut. Geil, geistkrank, wow. Trotzdem wirst du jetzt in Zukunft in einem Atemzug genannt mit Preisler, Zorc, Burgsmüller. Was bedeutet dir das? Ist schon surreal. Also, weil man sieht da die ganzen Legenden, man sieht da Spieler, Menschen, die diesen Verein so geprägt haben. Und dass man dann wirklich ein Teil davon ist, von diesen tollen Spielern der Vergangenheit, ja, erfüllt einen einfach wirklich mit Stolz. Ja. Du weißt, ich bin nicht oft sprachlos, aber das ist schon sehr, 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 sehr schön gemacht. Ja. Wir haben es versucht, so ein paar Highlights aus 12 Jahren Marco Reus im Bewegtbild mal zusammenzustellen und anschließend sprechen wir drüber. Erstmal dann zum Genießen. Der Fußballer des Jahres, Marco Reus. It is Marco Reus. Marco Reus ist da und Marco Reus trifft ins linke lange Eck. Und da ist das erste Tor durch wen wohl? Natürlich durch Marco Reus. Und da ist Marco Reus. Götze, Reus, der war wunderbar gespielt. Das kann man nicht viel schöner spielen. Götze, immer noch, Götze sieht Reus. Tor! Das ist überragend. He's had his moments tonight and now he has his big moment. Das ist das 1:0. Götze und Reus, die Kumpels. Now it's Götze. Plenty happening to his left. Reus on for Lewandowski. Beautifully done. Lewandowski. Fabulous. Magical goal from Borussia Dortmund. It doesn't get much better than that. Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Reus! Tor für Borussia Dortmund. Marco Reus! Marco Reus! Reus bringt den Ball rüber, das muss es sein! Pfosten! Abschlusstor! Reus, klasse mitgenommen und super! Marco Reus! Und jetzt Reus, und jetzt Reus! Und Reus! Wonderful balance and a brilliant finish. It is Marco Reus. Oh, it's absolutely brilliant. He makes it look so easy. Unfassbar diese Ballannahme! Traumhaft! Ein Schlingel! Das ist zum Zuckerschlecken. Und technisch sensationell gut. Das ist die
The touch from Marco Reus was absolutely sublime. The vision involved, the weight of pass. Oh, that is unbelievable! Ein sensationelles Tor. Reus! Reus! Irre! Ein irres Tor! Reus macht's direkt und er macht's klasse! Ein Schlingel! A wonderful goal, an irresistible free kick. Überragende Vorarbeit von Marco Reus. It's into the back of the net. It's absolutely glorious. Oh, what a brilliant goal! Marco Reus! That is unbelievable! Reus! Was für ein Tor! Was mit Reus? Der wartet. Da ist Reus. Da ist Reus! Marco Reus auf der Zielgeraden. Reus mit dem Außenriss für Aubameyang. Einmal, zweimal! 2 Tore, 3 Torvorbereitungen, ganz klar Mann des Spiels. A fitting farewell! Marco Reus scored in his last game at Signal Iduna Park. You just knew it! Unbelievable. It's just unbelievable. I mean, this is a story just fitting for a guy like him, for a personality like him. Muss mal Applaus von mir geben, bitte. Danke. Ja, was soll ich sagen? Ist alles drin, was ich, glaube ich, hier in diesen 12 Jahren erlebt habe. So viele Emotionen, hätte ich ja wirklich jetzt nicht gedacht, dass es so viele Sachen gibt. Aber wo ich auch gerade rumgegangen bin, muss ich sagen, also es sind halt nicht nur 3, 4 so irgendwie Dinge, die man erlebt hat, sondern es sind schon jede Menge Geschichten geschrieben worden hier. Und ja, so in 20, 30, 40, 50 Jahren macht man wieder das Buch auf und erinnert man sich zurück an diese wunderschöne Zeit. Jede einzelne Szene hat ihre Geschichte. Und ich nehme es gerne alles so mit, so wie es da geschnitten worden ist. Und schaue mir das gefühlt wahrscheinlich jeden Tag irgendwann in den nächsten Tagen an. Tatsächlich hast du nicht nur große Highlights auf dem Platz gehabt, sondern auch abseits des Rasens. Wann geht's denn hier los, Alter? Hey! Die beiden habe ich völlig vergessen. Zorg. Geht gar nicht. Ja! Ja! Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Cola und so weiter. Ne? Geht gar nicht. Ja! Scheiße, geht gar nicht. Ja. Das ist der erste, der mir eingefallen ist gerade. Ey, bitte lass das drin, bitte. Wenn ihr das nicht drin lässt. Kommt so, bei aller Liebe. Bei aller Liebe, ey. Da steht morgens auf, da ist das schon am Handy, ey. Bro, das ist zu nah. Warte mal kurz. Guck mich mal an, Alter. Digga. Nitro. Was überlegst du denn so lange? Und so, du kommst nicht ran, Alter. Die ist sogar schon eine richtig gute Frage. Jule, was schlaberst du, Ovo? Fake. Fake. Muss fake sein. Eins muss weg. Gott. Wer hat die bessere Frisur? Ey, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Hamburg. Waldhof Mannheim.
Nein, klar, haben die Bundesliga gespielt. Waldhof Mannheim. Gib mir die Trophäe. Du hast die Trophäe. Oh. Du bist ein Arsch, Alter. Mann. Und Maximilian Philipp, Fußballgott. Zweifelt er, dass Karim jemals eine Dartscheibe gesehen hat? Natürlich, weißt du wie oft schon. Den Pfeil hat er schon im Kopf. Geil, mach einfach. Keine? Alter, du bist so lächerlich, ne? Bruder, ich lag im Bett die ganze Zeit und hab die ganze Zeit gesagt, alter Schwede, was ist das denn? Schlotterbeck. Aber Schlotterbeck hat doch schwarze Haare, du Holz. Wo hat denn der schwarze Haare? Das sind schwarze Haare, Mann. Wo hat denn der schwarze Haare? Das sind doch keine schwarzen Haare. Ja klar, auf dem Bild sind schwarze Haare. Bist du geistig? Guck Schau mal dir doch bitte. mal an. Schau mal bitte, schwarze Das Haare sind schwarze Haare. Schwarze Haare, geht's dir Da, gut, guck Digga? mal, wie dunkel die sind. Boah, Da, bitte, guck mal, schau wie- dir das an. Bruder, was für schwarze Haare. Ja, dunkel. 1,82. Richtig! Oh, Hier. hier. Wir haben Brand. Ich hab's eben draußen schon gesehen, das ist sehr verkaufsstark. Hey. Die Löwe. So. Komm, Bruder, Vamos! Was machst du denn? Das ist doch echt Weil dann hätte ich scheiße. mich vorher informiert. Das habe ich jetzt extra nicht gemacht. Weil das letztes Jahr war. Da weiß ich jetzt schon wieder nicht. Bayern München. Nicht dabei? Warum lacht ihr so? Ist nicht dabei? Boah! Digga, wenn du jetzt meinen Namen sagst, ich geh raus, ne? Wie kannst du das so verlieren, Marco? Leck mich am Arsch, ey. Ja, wir bedanken uns nochmal. Recht herzlich. So. Oh. Aber sag ich euch ganz ehrlich, das war mal was Schönes. Das war cool. Ja. Ehrlich. Erste Frage, kannst du mir ein Gründungsmitglied der Bundesliga nennen? Ich bin komplett raus, ey. Alter Schwede. Also ich habe ja wirklich viele Sachen mit euch gemacht, ne? Aber... Oh mein Gott. Ach Gott, mit Marius, das war ja so witzig, ey. Leck mich am Arsch. Ihr müsst mir das Video unbedingt später bitte geben, irgendwann. Weil das ist so witzig. Ihr habt euch immer was Neues einfallen lassen, das fand ich wirklich schön. Also eine Zeit lang war Zimmerduell, war es dann irgendwann so, okay. Dann kam es auf mich zu, hast gesagt, Marco, kannst du wieder dieses Jahr bitte Zimmerduell machen? Wen willst du vielleicht dabei haben? Nein, also ihr habt euch immer wirklich was versucht, Neues einfallen zu lassen. Und es hat wirklich bei euch am meisten Spaß gemacht. Jürgen Klopp hat mal so schön gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leute über dich sagen, wenn du kommst, Ja. sondern was sie über dich sagen, wenn du gehst. Ja. Mit diesem Satz im Hinterkopf, mit welchen Gefühlen gehst du jetzt vom BVB? Mit dem Gefühl, alles hier erlebt zu haben, was man erleben kann. Ich habe mich nie definiert über Tore oder über Titel, sondern ich wollte halt ein geiler Spieler werden, ein geiler Mitspieler werden, mit dem man auch zusammen erfolgreich sein kann, mit dem man zusammen Spaß haben kann. Klar, am Ende spielst du natürlich auch Fußball, um einen Titel zu gewinnen, ist ja ganz klar. Aber im Nachhinein, wenn man da wirklich drüber nachdenkt, ist irgendwie auch sehr viel wert, dass gewisse Attribute für die Menschen hier in der Region mehr wert ist als Titel. Und ich glaube, nicht nur jetzt beim letzten Spieltag, aber besonders beim letzten Spieltag, egal ob es jetzt mit der Choreo war, egal ob sie meinen Namen gesungen haben, hat mir, glaube ich, einfach gezeigt, so, du hast nicht allzu viel falsch gemacht und du kannst auch stolz darauf sein, auch wenn nicht so viele Titel dabei rausgesprungen sind, sondern den Menschen ist halt auch noch was anderes wichtig. So, und das ist, glaube ich, noch mal höher zu hängen, als wenn ich jetzt 20 Titel gewonnen hätte. Das macht einen dann noch ein bisschen stolzer einfach, dass man es auf eine andere Art und Weise geschafft hat, eine Anerkennung von den Leuten hier zu bekommen. Aber ich bin einfach froh, dass wir diesen Ritt oder dass ich diesen Ritt gegangen bin, dass wir gemeinsam diesen Ritt gegangen sind als Verein. Und dementsprechend ist es irgendwann an der Zeit,
nicht Abschied zu nehmen, sondern see you later zu sagen. Von daher würde ich einfach sagen, see you later.